Der Morgen war noch nicht richtig angebrochen über den trockenen Grasflächen rund um die kleine Rangerstation mitten im Naturschutzgebiet. In dem verfallenen Haus mit den rissigen Wänden war Arun, der Förster, gerade erst aufgewacht. Er hatte sich an die Stille gewöhnt, die ihn schon seit Jahren begleitete. Er lebte schon lange allein, seine einzigen Gefährten waren der Wind, der durchs Fenster pfiff, und der frühmorgendliche Vogelgesang. Heute, als er sich gerade eine Tasse heißen Tee zubereitete, hörte Arun plötzlich ein seltsames Geräusch von der alten grünen Holztür. Es klang nicht wie Wind oder raschelnde Zweige, sondern wie eine Reihe schneller Klopfgeräusche, die seine Hand leicht zittern ließen. Er stellte rasch seine Teetasse ab, ging langsam auf die Veranda hinaus und beschlich einen kurzen Anflug von Sorge, dass sich irgendwo ein Fremder verstecken könnte. Das Klopfen setzte ein, diesmal deutlicher, als würde jemand mit einem weichen Gegenstand kräftig gegen die geschlossene Tür drücken. Arun holte tief Luft, entriegelte die Tür und öffnete sie einen Spalt breit. Er war bereit, sich dem Ungewöhnlichen zu stellen, das ihn draußen erwartete. Vor ihm stand kein Mensch und kein wildes Tier, sondern ein Elefantenbaby, staubbedeckt, dessen runde, schwarze Augen funkelten. Sein kleiner Rüssel berührte noch immer die grüne Tür und zitterte leicht, wie ein Kind, das an eine Tür klopft und um Hilfe bittet. Arun erstarrte für einen Moment, dann sagte ihm sein Instinkt, dass dieses Elefantenbaby nicht ohne Grund hier war. Es hob den Kopf und sah ihn aufmerksam an, stieß einen kurzen, leisen Schrei aus, drehte ihm dann den Rücken zu und ging ein paar Schritte von der gemauerten Veranda weg. Als das Elefantenbaby sah, dass Arun immer noch regungslos dastand, drehte es den Kopf und wedelte mit seinem kleinen Rüssel, als wolle es ihn anspornen, während seine dünnen Ohren unruhig zitterten. Schnell zog er seine khakifarbene Jacke an, schnappte sich sein Funkgerät und den Erste-Hilfe-Kasten und folgte dem kleinen Tier. Der rote Lehmweg, der zur Wiese führte, erstreckte sich im allmählich heller werdenden weißen Licht. Die frühe Morgenbrise trug den stechenden Duft von trockenem Gras herüber. Das Elefantenbaby lief voraus, aber nicht weit, sondern blieb immer wieder stehen und blickte zurück, als fürchtete es, der alte Mann könnte zu müde sein, um mitzuhalten. Jeder kleine Schritt hinterließ eine Spur im feinen Staub und führte Arun immer weiter weg von der vertrauten Rangerstation. Eine Mischung aus Angst und Neugier stieg in ihm auf, die Vorahnung, dass ihm etwas sehr Dringendes bevorstand. Schließlich entdeckte Arun durch das im Wind wiegende gelbe Gras eine große, graue Masse, die regungslos auf dem roten Lehmweg lag. Es handelte sich um ein ausgewachsenes Elefantenwölkchen von gewaltiger Größe, das nun auf der Seite lag, mit Staub bedeckt war und schwer und angestrengt atmete. Sein rechtes Vorderbein war in einem unnatürlichen Winkel verdreht, der Bereich um den Knöchel war geschwollen, und auf der Haut befanden sich mehrere Streifen getrockneten Blutes. Das Elefantenbaby rannte sofort zu seiner Mutter, schmiegte sich eng an ihren Bauch und berührte sanft ihre Brust und Wange mit seinem kleinen Rüssel, als wolle es sie wecken. Jedes Mal, wenn sie einen heiseren Schrei ausstieß, rührte sich die Elefantenmutter leicht, ihre müden, trüben Augen öffneten und schlossen sich wieder. Arun blieb ein paar Meter entfernt stehen und scannte schnell die Umgebung, um sicherzugehen, dass keine Fallen oder wilde Tiere im Hinterhalt lauerten. Er vermutete, die Verletzung könnte durch den Aufprall auf einen scharfen Stein oder durch das Feststecken in einem Loch verursacht worden sein, und seine größte Sorge galt dem Risiko einer schweren Infektion. Die Luft war gespenstisch still, nur unterbrochen vom Rascheln des Windes im Gebüsch, dem angestrengten Atem der Elefantenmutter und ihren schwachen Schreien. Mit seiner jahrelangen Erfahrung wusste Arun, dass die Elefantenkuh ohne rechtzeitiges Eingreifen allmählich ihre Bewegungsfähigkeit verlieren würde. Er betrachtete das zitternde Kalb und sah in seinen schwarzen Augen eine Mischung aus Angst und einem schwachen Hoffnungsschimmer. Es drehte den Kopf zu Arun und stieß einen weiteren schmerzerfüllten Schrei aus, als wolle es ihn drängen, sofort zu handeln, um seine Mutter zu retten. In der verlassenen Graslandschaft spürte Arun sein alterndes Herz schneller schlagen. Er war fest entschlossen, eine Tragödie nicht vor seinen Augen geschehen zu lassen. Arun näherte sich langsam und ging in die Hocke, um dem leidenden Tier weniger bedrohlich zu erscheinen. Mit warmer, tiefer Stimme sprach er und wiederholte die vertrauten Sätze, die er schon bei den verletzten Wildtieren benutzt hatte, die er gerettet hatte.
Die Elefantenmutter blickte auf, ihr Blick verriet Vorsicht, doch das Kalb drängte sich sofort zwischen sie und stellte sich dicht an Arun, als wollte es ihm etwas erklären. Es berührte Aruns Ärmel mit dem Rüssel und streichelte dann sanft die Stirn seiner Mutter, eine kleine, flehende Geste. Arun streckte seine Hand nach dem Kopf der Elefantenmutter aus, hielt aber in sicherem Abstand inne, damit sie seinen vertrauten Duft deutlich wahrnehmen konnte. Nach einigen angespannten Sekunden wehrte sich die Elefantenkuh nicht, sondern atmete nur lang und tief aus, ihre Ohren hingen schlaff herunter, als ob sie ihr Schicksal akzeptierte. Arun nutzte die Gelegenheit und überprüfte mithilfe bekannter Verfahren schnell Puls, Atemfrequenz und Schwellungen um die Wunde herum. Er legte seine Hand auf die Stirn der Elefantenmutter, spürte die Wärme unter ihrer rauen Haut und blickte dann beruhigend auf das Elefantenbaby. Das Elefantenbaby verstand etwas, es drückte seinen kleinen Körper an die Seite seiner Mutter, schlang seinen Rüssel um sie und stieß zitternde Schreie aus. Da Arun wusste, dass nur vorübergehende Erste Hilfe nötig war, holte er sein Funkgerät heraus, setzte einen Notruf ab und meldete die Koordinaten und den Zustand der verletzten Elefantenkuh. Kurz nach dem Anruf hallte aus der Ferne das Geräusch eines Motors wieder, und ein Rettungswagen tauchte auf der roten Schotterstraße auf. 2 Tierärzte, Nalin und Sura, stiegen schnell aus dem Fahrzeug, beladen mit einem Werkzeugkasten und einer Medikamententasche. Mit einer Spezialschere schnitten sie die aufgerissene Haut ab und wuschen die Wunde anschließend mit einer antiseptischen Lösung, um getrockneten Schlamm zu entfernen. Sie beobachteten die beiden Elefanten einige Sekunden lang und näherten sich ihnen dann langsam, um sie nicht zu erschrecken. Arun stieg aus, um sie zu begrüßen, und erklärte ihnen kurz die Situation. Er wies auf die Schwellung am Vorderbein und die schwere Atmung der Elefantenkuh hin. Nalin bereitete ein mildes Beruhigungsmittel zu und injizierte es der Elefantenmutter in die Schulter, um ihre Schmerzen zu lindern und sie gleichzeitig bei Bewusstsein zu halten. Sura breitete eine saubere Plane unter seinem verletzten Fuß aus, um zu verhindern, dass weiterer Schmutz und Sand darauf gelangten, während sein geschwollener Knöchel behandelt und verbunden wurde. Als das Medikament seine Wirkung entfaltete, wurde die Atmung der Elefantenmutter regelmäßiger, ihre Muskeln entspannten sich, sodass sich die Menschen ihr widerstandslos nähern konnten. Arun hielt das Elefantenbaby dicht an den Kopf seiner Mutter, streichelte unaufhörlich sanft seinen Rüssel und sprach beruhigend mit ihm, um es davon abzuhalten, mitten auf das Feld zu rennen. Nalin wickelte einen sterilen Verband um den verletzten Knöchel und verstärkte ihn mit einem robusten Stoffverband, damit der Elefant besser stehen konnte. Sura injizierte zusätzlich entzündungshemmende und gesundheitsfördernde Medikamente, um die Schmerzen zu lindern, Infektionen zu bekämpfen und dem Elefanten bei der Genesung zu helfen. Während dieser ganzen Zeit wich das Elefantenbaby nicht von der Seite seiner Mutter, drückte mal seine Wange gegen ihre Stirn, mal schlang es seinen Rüssel um Aruns Arm. Nachdem er die Behandlung abgeschlossen hatte, trat Nalin für eine letzte Kontrolle zurück, nickte Arun und Sura zu und war zuversichtlich, dass die Gefahr vorüber war. Während alle gerade ihre Ausrüstung zusammenpackten, hörte Arun plötzlich schwere Schritte, die aus der Ferne durch das gelbe Gras hallten. Er drehte den Kopf und sah große, graue Schatten näherkommen, die Herde hatte den Geruch ihres verletzten Kameraden wahrgenommen. Die führenden Tiere hielten in sicherer Entfernung an, spitzten die Ohren und streckten ihre Rüssel aus, um die angespannte Atmosphäre um sich herum zu prüfen. Nalin und Sura standen dicht neben Arun, blieben still und versuchten, ruhig zu wirken, damit die Elefanten verstanden, dass die Menschen keine Bedrohung für sie darstellten. Eine andere große Elefantenkuh machte ein paar Schritte vorwärts, stieß ein leises Knurren aus und blieb dann stehen, als sie die verletzte Elefantenmutter dort liegen sah. Das Elefantenbaby rannte auf die Herde zu, blökte immer wieder, als wolle es alles nacherzählen, drehte dann um und drückte sich eng an seine Mutter, sein kleiner Körper zitterte. Offenbar verstanden einige Elefanten der Herde, dass ihrem Artgenossen geholfen worden war, und näherten sich, indem sie ihre Rüssel ausstreckten, um sanft die Schulter der Elefantenmutter zu berühren, als wollten sie ihr Mut zusprechen. Die Atmosphäre entspannte sich und wurde von einem warmen Gefühl abgelöst, als Menschen und Elefanten gemeinsam still auf der Graslandschaft standen.
Arun trat ein paar Schritte zurück, um der Elefantenfamilie Raum zum Versammeln zu geben, und beobachtete schweigend ihre seltenen Zuneigungsbekundungen. Nalin flüsterte leise, dass dieser Moment mehr wert sei als alle Mühen, denn er beweise das zerbrechliche Vertrauen zwischen Elefanten und Menschen. Das Schmerzmittel wirkte, und die Elefantenmutter bewegte langsam ihr verletztes Bein und erhob sich dann langsam inmitten der aufgeregten Menge. Ihr fest bandagiertes Bein zitterte leicht, trug aber weiterhin ihren maßigen Körper, was das Elefantenbaby vor Freude aufschreien ließ. Es schmiegte sich an sie, schlang seinen Rüssel um den ihrer Mutter, und ihre Körper berührten sich in einem Moment voller Erleichterung und Dankbarkeit. Die Elefantenmutter wandte sich Arun zu, blickte dann zu Nalin und Sura, hob ihren Rüssel hoch und wiegte ihn sanft als Zeichen des Dankes. Arun lächelte und verschränkte wie gewohnt die Hände vor der Brust. Er spürte das einfache Glück, das aus den sanften Augen des Tieres strahlte. Die Elefantenherde wandte sich ab, ihre schweren Schritte führten sie in Richtung der fernen Graslandschaft, wo das weiße Sonnenlicht das trockene Gras in ein goldenes Licht tauchte. Das Elefantenbaby drehte ein letztes Mal den Kopf, blickte auf das kleine Haus am Waldrand, in dem der Ranger allein lebte, und rannte dann der Herde hinterher.